Willkommen. Willkommen zur langsamen Überfahrt dieser Nacht. Bevor wir beginnen, nimm dir einen Moment, um anzukommen. Lass deine Schultern weich werden. Lass das Kissen sich unter deinem Kopf formen. Lass den Raum leise verklingen, in seinem eigenen Tempo. Es gibt keinen Ort, an dem du sein müsstest, außer hier. Es gibt nichts zu tun, außer zuzuhören. Wenn deine Gedanken wandern, ist auch das willkommen. Sie mögen hinüberwandern in den Schlaf. Und das wäre ein guter, ein sanfter Ort für sie. Atme ein, langsam und leicht, durch die Nase. Und lass die Luft wieder los, ganz ohne Eile. Und noch einmal, genauso. Ein und aus. Heute Nacht gehst du an Bord einer kleinen Fähre. Es ist ein flach gebautes Boot, aus Holz, gestrichen in der Farbe von Rahm und weichem Honig. Und es trägt schläfrige Fahrgäste zwischen zwei kleinen Inseln durch einen langsamen Kanal aus dunklem Wasser. Es bewegt sich nur so schnell, wie die Marmelade in den Töpfen der Kombüse köcheln möchte. Das ist die Regel des Bootes. Nicht schneller, nicht langsamer. Und heute Nacht, wenn du magst, darfst du mitfahren. Du darfst dir eine Weidenliege auf dem Deck suchen. Oder du darfst einfach neben der Gezeitenleserin hergehen, wenn sie ihre Schicht beginnt, und dich von ihrer stillen Arbeit in die Ruhe tragen lassen. Du musst dir nichts merken. Du musst nichts verfolgen. Du darfst mit nur halber Aufmerksamkeit lauschen und die andere Hälfte treiben lassen, wohin sie will. Die Geschichte wird sich im Tempo des Wassers bewegen. Im Tempo eines langsamen Kupfertopfs. Im Tempo bernsteinfarbenen Lichts auf dunklem Wasser. Und wenn du irgendwann einschläfst, dann ist das genau richtig. Das ist der Sinn dieser Reise. Die Fähre wird ohne dich weiterfahren. Und du wirst nichts verpasst haben. Atme jetzt noch einmal langsam ein. Lass den Atem dich füllen. Und lass ihn ziehen. Und nun, sanft, ganz ohne Anstrengung, trittst du an Bord. Der Landungssteg ist eine einzige warme Planke aus hellem Holz, glatt gescheuert von vielen weichen Schritten vor dir. Du spürst, wie sie unter deinem Gewicht ganz leicht nachgibt. Und dann stehst du auf dem Deck der Fähre. Und das Deck ist weit und flach und offen zur Abendluft. Der Himmel über dir hat die Farbe einer Birne, kurz bevor sie reif wird. Ein Grüngold am Horizont, das sich nach oben in ein weiches, dämmeriges Blau vertieft. Die ersten Sterne sind noch nicht zu sehen. Sie warten. Sie wissen, dass sie Zeit haben. Die Luft riecht nach Zitrusschalen. Das ist das Erste, was dir auffällt, sobald du an Bord bist. Ein warmer, runder Duft, wie die Schale einer Orange, dicht an eine Kerze gehalten. Es ist der Geruch des Lampenöls. Bitterorangenöl, aus den Schalen kleiner harter Früchte gepresst, brennend in den kleinen bernsteinfarbenen Laternen, die entlang der Reling hängen. Du atmest ihn ein und er legt sich in deiner Brust ab, wie ein guter, tiefer Akkord. Überall hängen Laternen, kleine Messinglaternen, nicht größer als eine Teetasse, mit dicken, bernsteinfarbenen Glasscheiben. Sie hängen in gleichen Abständen an der Backbord- und an der Steuerbordreling und an dem Draht, der sich vom Bugmast bis zum kleinen Steuerhaus am Heck spannt. Jede einzelne brennt. Jede leuchtet in der Farbe warmer Marmelade. Und ihr Licht liegt auf dem Wasser in langen, zitternden Bändern aus Bernstein. Das Wasser selbst ist dunkel. Nicht schwarz, sondern in der tiefen, weichen Farbe von ziehendem Tee. Es bewegt sich am Rumpf der Fähre entlang, in einem langsamen, geduldigen Rhythmus. Ein Schlag, eine Pause, noch ein Schlag. Ein Klang, so alt wie der Schlaf selbst. Du gehst ein paar Schritte über das Deck. Deine Füße machen fast kein Geräusch auf dem Holz. Die Planken sind feucht vom Abendtau und die Messingrelings
tragen einen feinen, kühlen Schimmer. Wenn du deine Hand darauf legst, ist das Metall kalt, aber nicht unangenehm, und es riecht schwach nach Salz. Entlang des Decks, in flachen Nischen unter dem Dach der Mittelkajüte, sind Weidenliegen aufgestellt. Lange, geschwungene Stühle, geflochten aus hellem Weidenholz. Jeder tief genug, um sich hineinzuschmiegen. Jeder belegt mit Wolldecken in weichen Dämmerfarben. Moos, Pflaume, Hafer, Schiefer. Ein paar der Liegen sind schon belegt. Eine Frau schläft in einer, ihr Buch ist ihr auf die Brust gerutscht. Ein Kind ist in einer anderen zusammengerollt, atmet langsam. Eine kleine Hand hält noch ein Stück Brot. Niemand spricht. Niemand muss. Nahe dem Heck leuchtet das Steuerhaus von innen. Ein kleines Quadrat aus butterweichem Licht. Und vorne, am Bug, auf der Backbordseite, fällt ein Rechteck wärmeren Lichts aus der offenen Tür der Kombüse. Dort köchelt die Marmelade. Du kannst sie jetzt riechen. Sie mischt sich mit dem Lampenöl. Ein süßerer, tieferer Zitrusduft, umrandet von Zucker und dem leisesten Hauch von Ingwer. Und du kannst sie auch hören, wenn du genau hinhörst. Ein langsames kleines Geräusch. Plopp, plopp, plopp. Der weiche, unhastige Klang von Marmelade, die in einem Kupfertopf blubbert. Das ist der Takt des Bootes. Das ist das Tempo, das das Boot hält. Irgendwo weit draußen im Kanal summt eine Bojenglocke. Kein Schlagen, kein Läuten, ein Summen. Ein tiefer, runder, hohler Ton, als würde die Boje selbst atmen. Dann wieder Stille. Dann, nach einem langen Moment, ein weiteres Summen von einer anderen Boje, tiefer im Nebel. Du stehst eine Weile einfach da und atmest. Hörst einfach zu. Die Fähre bewegt sich noch nicht oder fängt gerade erst an, sich zu bewegen. Es ist schwer zu sagen. Das Wasser wiegt das Boot sanft und das Boot wiegt dich sanft und alles ist sehr ruhig. Und dann, vom anderen Ende des Decks her, siehst du sie, die Gezeitenleserin. Ihr Name ist Aunel. Sie ist klein und ohne Eile, gekleidet in einen langen Wollmantel in der Farbe von nassem Schiefer, die Ärmel einmal an den Manschetten umgeschlagen. Sie trägt weiche Lederstiefel, die auf den Planken kaum ein Geräusch machen, und eine gestrickte Mütze in der Farbe reifer Aprikosen, die sie tief über die Ohren gezogen hat. In einer Hand trägt sie ein Buch mit weichem Einband, in der anderen einen kleinen Messingkrug mit Ausguss. Sie geht langsam an der Reling entlang, hält an jeder Laterne, betrachtet ihre Flamme, blickt dann hinunter aufs Wasser und schreibt etwas Kleines in ihr Buch. Sie blickt kurz auf, als sie an dir vorbeigeht, und nickt dir warm und knapp zu. Kein Wort, nur ein Nicken. Ein Nicken, das sagt, du bist hier willkommen und du musst überhaupt nichts tun. Du gehst hinter ihr her, ein paar Schritte zurück und beginnst mit ihr das Deck abzugehen, lernst, was sie tut. Bei der ersten Laterne hält sie an. Sie hebt den bernsteinfarbenen Glasschirm ein wenig an und betrachtet die Flamme darin. Die Flamme ist ein tiefes, sattes Orange, in der Farbe einer Orangenschale, die dicht ans Feuer gehalten wird. Tiefes Orange, murmelt Aunel vor sich hin, so leise, dass du es fast nicht hörst. Noch Stillwasser. Sie senkt den Schirm und schreibt eine kleine Zeile in ihr Buch. Bei der nächsten Laterne hält sie wieder inne. Diese Flamme ist heller, noch bernsteinfarben, aber mit einem Anflug von Gold an den Rändern, mit einer Leichtigkeit in ihrer Bewegung. Blasses Gold beginnt an der Westreling, sagt sie. Der Zug dreht sich. Sie schreibt eine weitere Zeile. Du verstehst nicht ganz, was sie da liest, aber das Verstehen ist nicht das Entscheidende. Was zählt, ist der Rhythmus dieser Handlung. Anhalten, hinsehen, hinunterblicken,
schreiben, weitergehen, anhalten, hinsehen, hinunterblicken, schreiben, weitergehen. Tiefes Orange bedeutet, dass das Wasser ruht. Stillstand. Die Tide kommt nicht und geht nicht und der Kanal ist ruhig. Blasses Gold bedeutet, dass das Wasser sich zu bewegen entschieden hat. Die Tide hat eine Richtung gewählt. Die Laternen wissen es, bevor das Boot es weiß. Denn die Farbe der Flamme verändert sich mit der Feuchtigkeit der Luft dicht über dem Wasser. Und die Feuchtigkeit verändert sich mit dem Zug der Tide. Das hat Aunel ihren Schülern erzählt, an ruhigeren Nachmittagen. Aber sie muss es dir nicht erzählen. Sie geht nur und schaut und schreibt und du folgst nur. Das weiche Plopp der Marmeladenblasen erreicht dich wieder, treibt aus der offenen Kombüsentür herüber. Plopp, plopp. Der Topf hält sein langsames Tempo. Und so auch das Boot. Und so auch Aunel. An der dritten Laterne ist die Flamme wieder tiefes Orange. Stillstand, notiert sie. An der vierten immer noch tiefes Orange. An der fünften ein Flackern. Halb orange, halb golden. Und Aunel verweilt hier länger. Sie stellt ihren kleinen Messingkrug auf die Reling. Aus einem Beutel an ihrem Gürtel nimmt sie einen Stopfen und aus der Tasche ihres Mantels ein schlankes, gläsernes Fläschchen mit Bitterorangenöl. Sie gießt langsam und behutsam ein abgemessenes Maß Öl in das kleine Reservoir am Fuß der Laterne. Das Öl ist von einem tiefen Rotgold und riecht scharf und süß, zugleich nach Meer und nach Obstgärten. Sie setzt den Stopfen wieder auf. Sie senkt den Schirm. Sie wartet einen Moment, während der Docht das neue Öl trinkt. Und dann schreibt sie. Nachgefüllt an der fünften notiert sie. Blasses Gold klart auf. Und sie geht weiter. Du folgst ihr an der Backbordreling entlang, vorbei an 6 weiteren Laternen. Jede in ihrem eigenen, besonderen Ton von Orange leuchtend. Das Holz der Reling ist feucht unter deiner Handfläche und die Messingkappen der Pfosten sind kühl. Einmal berührt deine Fingerspitze einen Wassertropfen, der sich an der Unterseite der Reling gesammelt hat. Und er löst sich und du spürst seine kleine Kühle. Die Laternen werfen ihre Bernsteinbänder auf das dunkle Wasser. Wenn das Wasser sich bewegt, zittern die Bänder. Wenn das Wasser still ist, dehnen sich die Bänder lang und ungebrochen aus, als schwebe das Licht selbst. Am Bug der Fähre hält Aunel inne. Sie legt ihr Buch auf die Reling und schaut einfach hinaus. Vor dem Boot öffnet sich der Kanal in eine weitere Dunkelheit, in langen Abständen mit den blassen Zeichen der Bojen gesprenkelt. Sie lauscht. Und du auch. Die nächste Boje summt. Ein tiefer, langsamer Ton. Und nach einem Moment summt eine weiter entfernte zurück, in einer leicht anderen Tonlage. Und dann eine dritte, so weit entfernt, dass ihr Klang mehr ein Gefühl ist als ein Klang. Die Bojen sprechen miteinander, auf ihre geduldige Art. Sie zeichnen die Form des Kanals nach. Sie singen das Boot vorwärts. Aunel schreibt noch eine Zeile und schließt ihr Buch und klemmt es sich unter den Arm. Sie dreht sich um und nickt dir noch einmal kurz zu und beginnt, das Deck zurück in Richtung Kombüse zu gehen. Und du, natürlich, folgst. Die Kombüse ist ein kleiner, warmer Raum, eingelassen in die Mittelkajüte. Ihre Tür wird von einem glatten Stein offen gehalten. Das Licht darin ist honigfarben und ohne Eile. An einer Wand stehen hölzerne Regale mit Gläsern voll hellem und dunklem Zucker, Gläsern voll glänzender Schale, Gläsern voll ganzer Nelken und aufgeplatzter Kardamomkapseln, Gläsern voll getrocknetem Ingwer und kleinen harten Salzkörnern. Hinten steht ein breiter eiserner Herd und auf dem Herd steht der Kupfertopf. Der Topf ist rund und bauchig, mit einem geschwungenen Holzgriff
und er ist gefüllt mit einer langsam köchelnden, dicken, glühenden Masse Marmelade. Die Marmelade hat die Farbe der Laternen selbst. Tiefes Bernstein, das Licht einfangend, und ist durchsetzt mit strengen, weicher Orangenschale. Während du zusiehst, steigt langsam eine Blase an die Oberfläche. Sie schwillt an, hält und zerplatzt mit einem weichen, zufriedenen Plopp. Und dann eine weitere, an anderer Stelle im Topf. Plopp. Am Herd steht der Koch. Er ist ein älterer Mann, groß und leicht gebeugt, mit einem Bart in der Farbe von nassem Treibholz und Augenbrauen, die ein eigenes Wetter zu haben scheinen. Er trägt eine schwere Schürze über einem einfachen Hemd und die Ärmel sind bis zu den Ellbogen aufgerollt. Er rührt den Topf mit einem langen Holzlöffel, sehr langsam, in geduldigen Achtern. Als er Aunel in der Tür sieht, hebt er den Löffel ein kleines Stück zum Gruß und sie hebt zurück eine Hand. Sie tauschen ein paar leise Worte. Du kannst sie nicht ganz alle erfassen und es macht nichts. Etwas darüber, dass der Zug an der 5. Laterne dreht. Etwas darüber, dass der Westkanal heute Abend etwas länger braucht. Der Koch nickt und senkt seinen Löffel wieder in den Topf. Und die Marmelade schließt sich sanft um ihn. Der Bitterorangendampf steigt in einer dünnen, sich kringelnden Säule aus dem Topf. Wenn du dich in die Tür lehnst, kannst du ihn auf deinem Gesicht auffangen. Eine warme, süße, leicht harzige Wolke. Er riecht nach Orangen und nach langen, langsamen Nachmittagen. Wenn du mit kaum geöffnetem Mund einatmest, kannst du ihn beinahe schmecken. Der Geschmack ist zugleich hell und mild. Es ist der Geschmack der ganzen Fähre, destilliert. Der Koch reicht Aunel eine kleine Keramiktasse. Sie ist gefüllt mit heißem Wasser und einem Löffel Marmelade, verrührt zu einem sanften, bernsteinfarbenen Tee. Sie hält sie mit beiden Händen und bläst über die Oberfläche und nimmt einen kleinen Schluck und schließt für einen Moment die Augen. Der Koch kehrt zu seinem Rühren zurück. Er rührt den Topf nicht, damit er schneller wird. Er rührt ihn nur, um ihn glücklich zu halten. Das würde er sagen, wenn du ihn fragen würdest. Aber du fragst nicht. Du schaust nur. In der Wand der Kombüse ist ein kleines rundes Fenster. Und durch dieses siehst du eine der Decklaternen sehr sanft an ihrem Haken schwingen. Ihr Licht wandert über die Gläser auf den Regalen und dann wieder fort. Und dann wieder darüber und dann wieder fort. In einem Rhythmus langsamer als ein Herzschlag. Aunel trinkt ihre kleine Tasse bernsteinfarbenen Tees aus. Sie stellt sie auf die Ablage neben dem Topf. Sie nickt dem Koch noch einmal zu. Der Koch nickt zurück. Es muss nichts gesagt werden. Sie dreht sich um und du folgst ihr. Und gemeinsam tretet ihr wieder hinaus auf das Deck. Die Luft draußen ist jetzt etwas kühler. Der Himmel darüber hat sich um einen weiteren Ton vertieft. Die ersten Sterne sind erschienen, 3, weit auseinander, schwach, aber sicher. Die Laternen leuchten heller gegen die neue Dunkelheit und ihre Bernsteinbänder auf dem Wasser wirken beinahe fest, als könntest du auf ihnen hinausgehen. Aunel beginnt ihren zweiten Durchgang über das Deck. Diesmal geht sie an der Steuerbordreling entlang. Sie hält an jeder Laterne, hebt den Schirm, betrachtet die Flamme, blickt hinunter auf das Wasser und schreibt: Tiefes Orange, tiefes Orange, blasses Gold, tiefes Orange. Manchmal braucht eine Laterne Öl und sie füllt sie nach. Manchmal ist der Docht verrutscht und sie schiebt ihn mit einem kleinen Messingstift zurecht. Manchmal ist eine Laterne zufrieden, wie sie ist, und sie lässt sie in Ruhe und geht weiter. Dir fällt beim Gehen auf, dass sich die Fähre tatsächlich bewegt. Sehr langsam. So langsam,
dass sie zunächst still schien. Aber wenn du das Wasser neben dem Rumpf betrachtest, kannst du sehen, wie es vorbeizieht. Ein langsames, dunkles Gleiten, das am Holz entlang flüstert. Und wenn du nach vorne schaust, ist die nächste Boje ein wenig näher, als sie es vor ein paar Minuten war. Nicht viel näher, nur ein wenig. Die Boje summt, während du dich ihr näherst. Sie ist eine große runde Form, in einem weichen, wettergegerbten Blau gestrichen, mit einer kleinen Glocke, die in ihrem Bauch montiert ist, und einem metallenen Klöppel, der schwingt, wenn das Wasser ihn bewegt. Weil das Wasser heute Nacht geduldig ist, summt die Glocke, statt zu läuten. Sie gibt einen langen, tiefen Ton von sich und wird dann still und dann wieder einen langen, tiefen Ton. Der Klang scheint irgendwo aus deiner eigenen Brust zu kommen, wenn du ihm genau zuhörst. Die Fähre passiert die Boje an ihrer Backbordseite, in gemächlichem Abstand, und das Summen der Boje verklingt hinter dir. Aunel hält an einer der mittleren Laternen inne und dreht den Kopf, lauschend. Du tust dasselbe. Irgendwo weiter draußen im Fahrwasser, in der Richtung, in die das Boot treibt, gibt es einen neuen Klang. Ein leises Rascheln, ein Flüstern, fast wie Blätter, aber nicht ganz wie Blätter. Weicher und grüner und feuchter. Das ist der Meerkohl, sagt Aunel leise, als würde sie das Wetter kommentieren. Der schwimmende Garten. Du gehst mit ihr weiter und nach einer Weile kommt die Quelle des Klangs in Sicht. Vom Backbogen aus, mitten im Fahrwasser, liegt ein schwimmender Garten. Er ist ein breites Floß aus geflochtenem Schilf, von hohlen Kürbisflaschen getragen und mit weichem Seil an eine Reihe kleiner Ankerbojen gebunden. Auf dem Floß wächst Meerkohl, die bleiche, silberblättrige, nachtblühende Sorte, deren Blüten sich nur in der Dunkelheit öffnen. Die Blüten sind klein und vierblättrig und sie haben die Farbe von Mondlicht, selbst ohne Mond. Und sie geben in die Luft über dem Garten einen sehr feinen Honigduft ab. Der Garten wird von keiner Laterne beleuchtet. Er braucht es nicht. Seine eigenen bleichen Blüten geben ein weiches Leuchten von sich, eine leise, flüsternde Helligkeit, wie die Spiegelung des Mondes auf einem Stück Perlmutt. Während die Fähre vorbeizieht, lassen die kleinen Wellen des Gartens ein sanftes Rascheln im Schilf und in den Blättern entstehen. Und der Honigduft weht für ein paar langsame Sekunden über das Deck und verblasst dann. Aunel notiert nichts über den Garten. Manche Dinge sind nur zum Anschauen da. Und sie ist zufrieden damit, zuzuschauen. Sie stützt die Unterarme auf die Reling, das Buch unter den Ellbogen geklemmt, und sie sieht dem Garten nach. Du schaust mit ihr. Die bleichen Blüten, die silbernen Blätter, das langsame Rascheln, das ferne Summen einer anderen Boje irgendwo voraus, das langsame, rhythmische Plätschern des Wassers gegen den Rumpf. Alles in seinem eigenen Tempo. Nichts, das eilt. Nach einer Weile, du könntest nicht sagen, wie lange, bleibt der Garten zurück. Und das Wasser wird wieder schlicht und dunkel. Und Aunel löst sich sanft von der Reling und setzt ihren Gang fort. Der Gang an Steuerbord führt sie den ganzen Weg bis zum Heck der Fähre, wo das Steuerhaus steht. Das Steuerhaus ist eine kleine Holzkabine mit Fenstern an allen Seiten und einer niedrigen Tür. Drinnen kannst du die Lotsin sehen, eine breite, ruhige Frau mit kurzem silbernem Haar, eine Hand auf dem polierten, speichenbesetzten Steuerrad, den Blick vorausgerichtet. Sie steuert nicht wirklich. Sie leistet dem Boot nur Gesellschaft, lässt es seine eigene Linie finden, korrigiert nur, wenn es zu weit abweicht. Aunel klopft einmal, ganz leise,
an den Türrahmen des Steuerhauses. Die Lotsin dreht den Kopf und schenkt ihr ein kleines Lächeln. Und Aunel liest ihr leise den Zustand der Laternen vor. Der Zug wandert durch die mittlere Reling, sagt sie. Die Westreling ist noch schlaff. Wir werden in etwa einer Meile ein wenig nach Norden schwingen. Die Lotsin nickt ohne Eile. Sie hat genau darauf gehört. Mehr muss nicht gesagt werden. Aunel verlässt das Steuerhaus und tritt zurück ins bernsteinfarbene Licht des Decks. Sie setzt ihre Runde fort. Jetzt langsamer, denn die Nacht setzt sich in aller Ruhe fest und es gibt keinen Grund, durch bereits gesetzte Dinge zu hasten. Dir fällt beim Mitgehen auf, dass die in den weiten Kojen gefalteten Wolldecken einen weichen, kühlen, feuchten Duft abgeben. Die Art von Duft, die Wolle hat, wenn sie in der Abendluft gelegen hat und gerade den Hauch eines Nebels aufgenommen hat. Die Wolle der Decken ist dicht und kräftig, in weichen Dämmerfarben gefärbt. Wenn Aunel an einer leeren Koje vorbeigeht, legt sie kurz die Handfläche auf den gefalteten Stapel, wie zur Begrüßung. An einer Koje hält sie inne. Ein kleiner, älterer Passagier liegt halb zugedeckt da, aber leicht fröstelnd. Seine Decke ist ihm bis zur Hüfte gerutscht und er scheint zu träumen und ihm ist ein wenig kalt. Aunel beugt sich sanft hinunter und zieht die Decke wieder bis zu seinen Schultern hoch. Sie streicht die Wolle einmal glatt mit der flachen Hand. Dann nimmt sie eine weitere gefaltete Decke vom Stapel am Fußende der Koje und legt sie leicht über die erste. Der Passagier seufzt im Schlaf. Sein Gesicht wird weicher. Er dreht sich ein winziges Stück der Wärme zu und findet Ruhe. Aunel sieht ihn einen Moment lang an, lange genug, um sicher zu sein, und geht dann weiter. Es liegt nichts Dramatisches in dem, was sie getan hat. Es gibt nichts, worüber man reden müsste. Sie hat nur einem schlafenden Passagier eine Decke hinzugefügt. Aber in der Art, wie sie es getan hat, liegt eine Freundlichkeit, die die ganze Fähre irgendwie ein wenig sicherer erscheinen lässt. Ein wenig wärmer. Ein wenig mehr wie ein Ort, an dem man schlafen könnte. Du spürst das. Du spürst, wie deine eigenen Schultern weicher werden. Du spürst, wie dein eigener Atem langsamer wird. Die Fähre ist ein Ort, an dem ein Mensch gut umsorgt werden kann, ohne darum bitten zu müssen. Das ist ihre Gestalt. Aunel geht weiter das Deck entlang. Sie hebt einen Schirm. Sie schaut hinab. Sie schreibt: tiefes Orange, blasses Gold, blasses Gold. Irgendwo in der Mittelkabine ein leises Knarren feuchten Taus auf Holz. Die Seile, die die Plane über den Weidenkojen halten, sind von der Seeluft stets ein wenig feucht. Und wenn sich die Fähre bewegt, verschieben sie sich ganz leicht gegen die hölzernen Umlenkrollen. Und sie knarren. Ein tiefer, behaglicher, gedehnter Ton. Knarr. Und dann Stille. Knarr. Und dann Stille. Es ist die Art von Geräusch, die eine Hängematte machen würde, wenn eine Hängematte ein Boot wäre. Aunel beendet ihre zweite volle Runde. Sie schließt ihr Buch. Sie steckt es in die tiefe Tasche ihres Wollmantels. Sie stößt einen langsamen Atem aus. Du kannst ihn gerade eben sehen in der kühlen Luft. Und dann geht sie ohne Eile zurück zur Kombüse. Der Koch hat gerade eine Charge fertiggestellt. Er schöpft Marmelade aus dem kupfernen Topf in eine Reihe kleiner Glasgefäße, die auf einem Holzbrett aufgereiht sind. Jedes Glas fängt das Licht ein und hält es fest, wie eine Laterne im Miniaturformat. Die Marmelade darin ist glänzend und still. Ihre Oberfläche kräuselt sich gerade eben beim Abkühlen. Aunel
tritt diesmal nicht in die Kombüse. Sie bleibt einfach in der Tür stehen. Der Koch reicht ihr wortlos ein kleines Stück dunkles Brot und eine dünne Locke weichen Käse, beides in ein Stück braunes Papier gewickelt. Sie nimmt es mit einem dankenden Nicken entgegen. Er gibt ihr noch eine kleine keramische Tasse mit heißem Marmeladentee. Sie trägt ihr kleines Abendessen zu einer niedrigen Holzbank, die an der Wand der Mittelkabine steht, geschützt vor dem Wind, aber mit Blick aufs Wasser. Sie setzt sich. Du setzt dich in ihre Nähe oder neben sie oder wohin es sich richtig anfühlt. Die Bank ist breiter, als sie aussieht. Und es ist genug Platz. Sie wickelt das Brot aus. Sie bricht ein kleines Stück davon ab. Sie legt den Käse darauf. Sie isst langsam. Das Brot ist dicht und leicht süßlich, mit einer Kruste, die unter ihren Zähnen leise knackt. Der Käse ist weich und mild und schmeckt zart nach Gras. Sie kaut ohne Eile. Sie spült jeden Bissen mit einem langsamen Schluck des Marmeladentees hinunter. Du siehst ihr beim Essen zu. Und das Zusehen ist auch eine Art Essen. Die Schlichtheit der Mahlzeit, ihre Kleinheit, die Sorgfalt darin. Es ist genug. Es ist mehr als genug. Als sie fertig ist, faltet sie das braune Papier sorgfältig zusammen und schiebt es in ihre Tasche. Sie hält die leere Tasse mit beiden Händen, bis der letzte Rest Wärme in ihre Handflächen übergegangen ist. Dann stellt sie auf die Bank neben sich und sie lehnt den Kopf nur für einen Moment an die hölzerne Wand hinter sich. Die Laterne, die der Bank am nächsten hängt, schwingt ganz leise an ihrem Haken. Ihr bernsteinfarbenes Licht streicht über ihr Gesicht und wieder fort und wieder darüber und wieder fort. Sie schläft nicht, aber sie ruht. Das ist etwas anderes. Und auch du könntest auf diese Weise ruhen, ohne zu schlafen. Zumindest für eine kleine Weile. Einfach das Licht über dich streichen lassen. Einfach die zitrusdurchzogene Luft einatmen. Einfach zuhören. Plopp, aus der Kombüse. Plopp, die nächste Charge hat begonnen. Nach einer Weile sammelt sich Aunel sanft und steht auf. Sie streckt einmal die Arme, langsam, über den Kopf und lässt sie dann fallen. Sie nimmt ihren kleinen Messingkrug dort auf, wo sie ihn auf der Reling abgestellt hat. Sie holt ihr Buch aus der Tasche. Sie beginnt ihre dritte Runde über das Deck. Inzwischen ist die Nacht vollständig hereingebrochen. Der Himmel ist ein tiefes, ruhiges, ozeanisches Blau, bestäubt mit mehr Sternen, als du zuerst bemerkt hast. Die Laternen an den Relings sind die einzigen wahren Lichter auf dem Wasser. Und ihre bernsteinfarbenen Bänder strecken sich über die dunkle Oberfläche wie langsame, geduldige Straßen. Aunel geht wieder die Backbordreling entlang. Tiefes Orange, blasses Gold, tiefes Orange, blasses Gold. Der Sog hat sich nun entschiedener gewendet. Die Zeit ist in Bewegung. Die Laternen sprechen davon, eine nach der anderen. Und Aunel hört zu. An einer bestimmten Laterne hält sie länger inne als sonst. Sie hebt den Schirm und sie betrachtet die Flamme für einen langen, prüfenden Moment. Die Flamme ist ein sehr klares, blasses Gold, fast cremefarben. Es ist keine Farbe, die sie oft sieht. Sie lächelt ein sehr kleines Lächeln für sich. Und sie schreibt etwas in ihr Buch. Und sie tippt den Bleistift gegen ihre Lippe. Cremefarben, murmelt sie. Das bedeutet Nebel. Innerhalb einer Stunde. Sie klingt nicht besorgt. Nebel auf diesem Kanal ist ein vertrauter Gast. Er kommt und geht mit den Gezeiten, besonders in den stillen Nächten. Und die Fähre kennt ihn gut. Sie schreibt es nur auf und schließt ihr Buch und blickt hinaus über das Wasser. Auch du blickst hinaus. Und tatsächlich,
in der weiten Ferne, tief über dem Wasser, kannst du ihn gerade eben sehen. Eine blasse Bank, eine Weichheit dort, wo das Wasser auf die Luft trifft. Nebel. Er bewegt sich nicht schnell auf dich zu. Er ist einfach da, sammelt sich, wie Nebel es tut, langsam, in seiner eigenen Zeit. Aunel geht weiter. Sie beendet die Backbordreling. Sie überquert das Deck. Sie beginnt die Steuerbordreling. Dir wird klar, während du ihr folgst, dass die Fähre die ganze Zeit stetig vorwärts geglitten ist, obwohl du es kaum bemerkt hast. Die Boje, die vor einer Stunde vor dir lag, liegt nun hinter dir. Eine andere Boje ist näher. Eine dritte, noch weiter entfernt, ist schwach zu erkennen. Der Kanal zieht unter der Fähre hindurch, wie ein langsamer Fluss unter einem Blatt hindurchzieht. Es liegt ein großer Trost in einer Bewegung, die sich nicht wie Bewegung anfühlt. In einem Fortschritt, der sich nicht wie Anstrengung anfühlt. Die Fähre fährt irgendwo hin. Aber du sitzt nur, gehst nur, atmest nur. Die Taue knarren leise über dir. Das Wasser plätschert leise am Rumpf. Die Bojen summen leise in der Dunkelheit. Die Marmelade plopst leise in der Kombüse. All diese Geräusche liegen in derselben langsamen Tonart. All diese Geräusche heißen dich willkommen auf dem Weg in die Ruhe. Am Bug hält Aunel inne. Sie hat ihre Runde beendet. Sie hat jede Laterne gelesen. Sie hat jede Notiz geschrieben. Es gibt jetzt nichts mehr zu tun. Sie blickt hinauf zum Himmel. Sie blickt hinab auf das Wasser. Sie blickt nach vorn in den Nebel, der nun näher ist, aber immer noch sanft. Sie schließt ihr Buch. Sie schiebt es in die Tasche ihres Mantels. Sie legt die Unterarme auf die Bugreling und sie lehnt ihr Gewicht ein wenig nach vorn und sie seufzt. Ein langer, langsamer, zufriedener Seufzer. Der Seufzer eines Menschen, der seine Arbeit gut getan hat und nun bereit ist, mit dem Getanen zu sitzen. Am Bug steht ein kleiner hölzerner Sitz, gleich hinter der Reling untergebracht, mit einer bereits darauf gelegten, zusammengefalteten Wolldecke. Aunel faltet die Decke auseinander und lässt sich auf dem Sitz nieder und zieht die Decke über ihren Schoß. Sie atmet ein und atmet aus und sie blickt nach vorn. Es ist auch Platz für dich, direkt neben ihr oder zu ihren Füßen oder auf dem Deck an den Bugpfosten gelehnt, was auch immer sich gut anfühlt. Du wählst deinen Platz. Du machst es dir bequem. Wenn es eine Decke für dich gibt, ziehst du sie über deine Knie. Die Wolle ist kühl und leicht feucht an deinen Handflächen und sie riecht nach Lanolin und Salz. Vor dir beginnt der Nebel, die Fähre zu erreichen. Zuerst ein dünner Schleier, kaum vorhanden. Dann eine weiche Wolke, die eine Boje verbirgt. Dann eine niedrige Bank, die sich still um den Bug legt. Die Welt wird kleiner. Die fernen Sterne verschwinden. Die fernen Bojen verschwinden. Das ferne Ufer, das du ohnehin nicht wirklich hattest sehen können, verschwindet noch weiter. Die Laternen entlang des Decks scheinen heller zu werden, weil alles jenseits von ihnen weicher geworden ist. Ihr bernsteinfarbenes Licht sammelt sich um die Fähre in einem warmen, nahen Ring. Und jenseits dieses Rings Dunst. Der Dunst perlt auf deinen Wimpern, so leicht, dass du es nur beim Blinzeln bemerkst. Er legt sich auf die Wolle der Decke in einem feinen, silbrigen Staub. Er legt sich auf Aunels aprikosenfarbene Mütze und dunkelt sie oben nur ganz leicht ab. Er legt sich auf die Messingrehlings, sodass sie schimmern. Die Luft schmeckt nach Salz und Zitrus und kaltem Wasser. Wenn du mit gerade eben geöffnetem Mund atmest, kannst du spüren, wie der Dunst sanft in dich eintritt und deinen Hals kühlt und sich niederlässt.
Aunel liest die Laternen jetzt nicht. Es ist nicht nötig. Die Fähre im Dunst liest sich selbst. Sie fährt in dem Tempo, das die Marmelade zulässt. Und sie wird geführt vom Summen der Bojen. Jener, die du nicht sehen, sondern nur hören kannst. Sie sitzt und sie hört zu. Du sitzt und du hörst zu. Eine Boje summt irgendwo Backboards. Ein tiefer, runder Ton. Nach einem langen Moment summt eine fernere Boje irgendwo Steuerboards. Ein anderer Ton, tiefer. Der Steuermann im Ruderhaus hört sie. Das Boot hört sie. Der Kanal wird in Klang gezeichnet. Und die Fähre findet ihren Weg hindurch nach Gehör. Das Plätschern des Wassers am Rumpf ist im Nebel sehr nah. Die ganze Welt scheint im Nebel sehr nah. Plätschern, plätschern, plätschern. Der Dunst verdichtet sich und wird dann dünner und verdichtet sich wieder. Manchmal kannst du ein Stück nach vorn sehen. Die bernsteinerleuchtete Kurve des Bugs und ein kleines Stück Wasser dahinter und dann eine blasse Wand. Manchmal scheint sogar der Bug selbst weicher. Seine Kanten verschwimmen in das allgemeine Grau. Du bist in einem kleinen, warmen Zimmer aus Licht, das durch ein großes, weiches Zimmer aus Dunst treibt. So fühlt es sich an. Und du wirst gehalten. Und du bist sicher. Und du bist ohne Eile. Aunels Augen haben sich ein wenig geschlossen. Nicht ganz im Schlaf, nur in Ruhe. Ihr Gesicht ist gelassen. Der Dunst perlt auf ihren Wimpern. Ihr Atem geht langsam. Auch du darfst deine Augen ein wenig schließen, wenn du magst. Oder ganz. Es ist jetzt nur noch Zuhören. Es ist jetzt nur noch Zuhören. Die Fähre gleitet weiter durch den Nebel. Irgendwo voraus, noch sehr weit voraus, liegt die zweite Insel. Sie hat einen kleinen Hafen mit einer Steinmauer und einem langsamen Kran und einem Schuppen voller leerer Gläser, bereit, am Morgen mit frischer Marmelade gefüllt zu werden. Da sind Häuschen mit warmen Fenstern und Gemüsebeete, die für die Nacht eingeschlafen sind. Da ist eine Bäckerei, deren Öfen schon für die Morgendämmerung eingeheizt sind. Aber du musst die Insel noch nicht erreichen. Sie wird noch da sein, wann immer die Fähre ankommt. Aunel hat diese Überfahrt viele Male gemacht. Sie weiß, wie es geht. Der Nebel kommt und der Nebel zieht vorüber. Die Fähre summt durch die Mitte der Fahrrinne. Der Zug wendet sich und wendet sich wieder. Irgendwann wird die Form der Hafenlaterne aus dem Dunst auftauchen. In einem anderen Bernsteinton als die Decklaternen, einem tieferen, älteren Bernstein. Und der Steuermann wird das Boot sanft an die Steinmauer bringen. Und die Passagiere werden langsam erwachen und von Bord gehen. Und der Tag wird beginnen. Aber das ist später. Das ist viel später. Für jetzt gibt es nur das Deck und den Dunst und den bernsteinfarbenen Ring aus Licht und das langsame Plätschern des Wassers und das leise Summen der Bojen und, ganz leise, aus der Mittelkajüte, das sanfte Plopp der letzten Ladung Marmelade, die in ihrem Kupfertopf abkühlt. Plopp, plopp. Du kannst den Koch in der Kombüse hören, wie er sich bewegt. Leise, ohne Eile. Er wischt die Arbeitsfläche ab. Er verschließt die Gläser mit kleinen, runden Holzdeckeln. Er zieht ein weiches Tuch über das Kupfer des Topfes, bis es glänzt. Sein breiter Schatten zieht über das bernsteinfarbene Viereck der offenen Tür und wieder zurück und wieder hinüber. Langsamer nun. Die feuchten Seile über den Korbkojen knarren. Ganz sanft. Knarren. Und dann Stille. Knarren. Und dann Stille. Ein Passagier irgendwo weiter hinten auf dem Deck murmelt im Schlaf und dreht sich unter seiner Decke um. Ein anderer atmet lang und leise aus. Das Kind, das das Stück Brot gehalten hatte,
ist nun eng zusammengerollt, das Brot an die Wange gedrückt, und Aunel lächelt, ohne sich von ihrem Platz zu rühren, ein wenig in sich hinein. Es gibt nichts, worüber du dir Sorgen machen müsstest. Es gibt nichts, um das du dich kümmern müsstest. Die Laternen sind entzündet, die Gezeiten sind gelesen. Das Buch ist voll ordentlicher kleiner Notizen. Der Topf ist voll guter Marmelade. Die Passagiere sind warm. Die Fähre findet ihren eigenen Weg. Die Bojen summen. Das Wasser plätschert. Die Seile knarren. Der Dunst perlt an deinen Wimpern. Der Zitrusduft, warm und rund, treibt von den Laternen herüber. Der Dampf der Bitterorange, süßer, treibt aus der Kombüse. Zusammen weben sie ein weiches Tuch in der Luft. Und die Fähre bewegt sich hindurch. Und du atmest es ein, langsam und leicht. Du spürst, wie sich dein Körper tiefer in das setzt, worauf immer er ruht. Deine Schultern noch weicher, dein Kiefer weicher, deine Hände weicher, der Raum hinter deinen Augen weicher. Die Decke um dich, falls es eine gibt, wird wärmer, während du in ihr sitzt. Die Wolle, die anfangs kühl war, gibt dir nun deine eigene Wärme zurück. Sanft. Aunel auf der Bank neben dir atmet ein. Langsam und aus. Langsam. Wenn du dich ihrem Atem angleichen willst, kannst du das. Aber du musst es nicht. Dein eigener Atem findet bereits sein eigenes gutes Maß. Die Laternen schwingen ganz sanft an ihren Haken. Ihr bernsteinfarbenes Licht zieht über deine geschlossenen Augen oder deine halbgeschlossenen Augen oder deine offenen Augen, was du auch gewählt hast. Und dann fort und dann hinüber und dann fort. Plopp, aus der Kombüse. Plopp, plätschern. Vom Rumpf, plätschern. Summen, von der Boje. Summen, knarren. Vom Seil, knarren. All die kleinen Geräusche der Fähre, jedes zu seiner eigenen Zeit. Nicht gemeinsam, nicht in einem Rhythmus, nur einander überlappend, wie kleine Steine, in denselben langsamen Teich geworfen. Jeder Kreis breitet sich aus und wird weicher und verschwindet und ein anderer beginnt. Du musst sie nicht zählen, du musst sie dir nicht merken. Sie werden weiterhin geschehen, ob du achtest oder nicht. Sie werden weiterhin geschehen, während du einschläfst. Sie werden weiterhin geschehen, während du träumst. Sie werden immer noch geschehen, wenn du für einen Moment erwachst und dich umdrehst und wieder davondriftest. Die Fähre ist geduldig. Der Fähre macht das nichts aus. Die Zeit im Nebel ist sehr locker. Sie dehnt sich und faltet sich und dehnt sich wieder. Du könntest nicht sagen, wie lange du schon am Bug sitzt. Es könnten Minuten sein. Es könnte eine ganze langsame Stunde sein. Es könnte ein Zeitmaß sein, das es nur auf Fähren zwischen Inseln gibt. Aunel regt sich ganz leicht. Sie greift in die Manteltasche und nimmt ihr Buch heraus. Nur lange genug, um eine einzige kleine Zeile hinzuzufügen. Nebel stetig. Zug hält. Alle Laternen bernsteinfarben. Dann schließt sie das Buch und lässt es verschwinden und legt ihre Hände wieder unter die Decke. Sie muss die Laternen für eine Weile nicht noch einmal lesen. Sie alle glühen in ihrem gleichmäßigen Bernstein und sagen ihr, dass die Welt hält, dass die Tide hält, dass der Nebel hält. Alles ist an seinem Platz. Es ist nichts zu tun. Das ist eine sehr feine Sache, ein Mensch zu sein, dessen sorgfältige Arbeit für den Moment einen Ort geschaffen hat, an dem nichts weiter zu tun ist. Du teilst diesen Moment mit ihr. Du hast die Arbeit nicht getan, aber du bist darin. Du bist inmitten ihres guten, stillen Ergebnisses. Das ist es, was ein Passagier auf dieser Fähre ist. Nicht jemand, der etwas tut. Jemand,
der getragen wird. Du wirst nun getragen. Du wirst durch Nebel getragen. Du wirst durch bernsteinfarbenes Licht getragen. Du wirst durch sanfte, kleine Geräusche getragen. Du wirst von einem Boot getragen, das nur so schnell fährt, wie seine Marmelade köcheln möchte. Und das ist überhaupt nicht schnell. Du musst dich nicht festhalten. Du musst nicht steuern. Du musst die Laternen nicht lesen. O'Neill hat sie gelesen. Der Steuermann ist am Ruder. Der Koch verschließt die Gläser. Die Bojen singen die Fahrrinne. Du darfst schlafen. Du darfst jetzt schlafen, wenn du magst. Oder du darfst noch ein wenig länger lauschen und in einer kleinen Weile schlafen. Beides ist willkommen. Beides ist richtig. Der Dunst wird dünner, ganz leicht, und die nächsten Sterne erscheinen wieder. 3 von ihnen, dann 5, dann eine sanfte Streuung über dir. Der Nebel ist nicht fort. Er atmet nur. Nach einer Weile legt er sich wieder, näher als zuvor, und die Sterne verschwinden. Und es ist wieder nur der bernsteinfarbene Ring der Fähre. O'Neill bewegt sich nicht. Du bewegst dich nicht. Irgendwo weit draußen im Dunst summt eine Boje und wird von einer anderen beantwortet und wird von einer dritten beantwortet. Ein langsames, geduldiges Lied in 3 tiefen Tönen, gesungen über die Fahrrinne hinweg. Das Wasser plätschert, das Seil knarrt, die Marmelade ploppt, leiser nun, aus dem abkühlenden Topf. Die Laterne, die dir am nächsten ist, gibt ein sehr kleines Zischen von sich, als ein Tropfen Feuchtigkeit auf ihr warmes Glas trifft und wird dann wieder still. Die Nacht ist tief. Die Fähre treibt weiter. Nun, sanft, lass dich zu sinken beginnen. Lass deinen Atem sein langsamstes Maß finden. Lass das Deck unter dir weicher werden. Lass die Decke um dich wärmer werden. Lass das bernsteinfarbene Licht seinen Ring ein wenig enger schließen und dich darin halten. Die Bojen summen. Das Wasser plätschert. Der Dunst perlt an deinen Wimpern. Der Zitrusduft legt sich in deine Brust. O'Neill ist neben dir. Der Koch ist in der Kombüse. Der Steuermann ist am Ruder. Die Passagiere schlafen in ihren Korbkojen. Die Laternen sind alle bernsteinfarben. Die Tide hält. Die Fähre treibt. Du bist sicher. Du bist warm. Du bist ohne Eile. Du wirst getragen. Nichts zu tun. Nichts zu halten. Nur das Geräusch des Wassers. Nur das bernsteinfarbene Licht. Nur das langsame Treiben. Nur Atem. Langsamer Atem. Langsamer, leichter Atem. Und die Fähre gleitet weiter. Und der Nebel bleibt. Und die Bojen summen. Und das Wasser plätschert. Plätsch, plätsch, plätsch. Schlaf jetzt. Schlaf, schlaf. Die Fähre gleitet weiter. Du musst ihr nicht folgen. Du musst nicht nach dem Ufer Ausschau halten. Es gibt kein Ufer, nach dem du schauen müsstest. Es gibt nur den bernsteinfarbenen Ring und den Nebel und das langsame, geduldige Summen der Bojen. Irgendwo hinter dir hat die Köchin die Marmeladengläser in eine mit weichem Tuch ausgelegte Holzkiste gestellt. Sie hat ein gefaltetes Tuch über sie gelegt. Sie hat den kupfernen Topf in langsamen, kreisenden Bewegungen abgewischt und ihn wieder an seinen Haken gehängt. Die Kombüse ist jetzt gedämpft. Nur die kleine Lampe über dem Spülstein brennt und sie ist heruntergedreht. Der Kessel steht hinten auf dem Herd, warm, aber er pfeift nicht mehr. Sie summt, dieselben 3 tiefen Töne wie die Bojen. Sie weiß nicht, dass sie summt. Es ist einfach das Lied des Kanals in dieser Nacht. Und jeder an Bord hat es gelernt, ohne es zu lernen. Auch der Lotse am Steuer summt es. Ganz leise, fast nur in seinem Atem. Seine Hände ruhen auf den Speichen des Steuerrads
so wie die Hände eines Menschen auf dem Rücken einer schlafenden Katze ruhen, anwesend, ohne Eile, ohne das Bedürfnis, festzuhalten. Die Fähre kennt den Kanal. Der Kanal kennt die Fähre. Er ist nur da, um Gesellschaft zu leisten. Die Passagiere in den Korbkojen atmen in langsamen, unregelmäßigen Rhythmen, die sich allmählich, ohne dass jemand es einrichtet, zu gleichen beginnen. Ein langer Atemzug. Noch einer. Noch einer. Das Korbgeflecht knarrt ganz leise, während sie sich zurechtlegen. Ihre Decken sind vom weichen Grau von Nachtfalterflügeln und ihre Kissen duften schwach nach getrockneter Kamille. Du gehörst in gewisser Weise zu ihnen. Du bist an Deck, in deine eigene Decke gehüllt, und Aunel ist neben dir, und die Laternen leuchten alle Bernsteinfarben, und der Nebel ist nah, und das Wasser plätschert. Aber du bist auch, in einem stilleren Sinne, in eine eigene Korbkoje eingebettet, irgendwo unter Deck, atmest in dem langsamen, unregelmäßigen Rhythmus, der seinen Gleichklang mit all den anderen findet. Beides ist wahr. Du musst dich nicht entscheiden. Der Nebel perlt auf deinen Wimpern. Der Zitrusduft legt sich in deiner Brust ab. Die Laterne, die dir am nächsten steht, leuchtet ruhig und warm. Aunel bewegt sich einmal, ganz leicht, und die Decke legt sich neu über deine Schulter, wärmer als zuvor. Du öffnest die Augen nicht, um nachzusehen. Du musst es nicht. Du kennst die Form des Decks. Du kennst die Form der Nacht. Weit draußen im Nebel summt eine Boje. 3 tiefe Töne. Eine andere antwortet. 3 tiefe Töne. Eine dritte antwortet, noch weiter entfernt, von irgendwo dort, wo der Kanal sich zur geschützten Bucht weitet. 3 tiefe Töne. Sie markieren den Weg. Nicht damit du ihm folgst. Der Lotse folgt ihm für dich. Und die Fähre folgt ihm für dich. Und selbst sie folgen kaum, denn die Tide steht und die Tide weiß Bescheid. Die Bojen singen nur, weil das ist, was Bojen in solchen Nächten tun. Sie singen, weil der Nebel dicht ist und das Wasser ruhig und die Stunde spät und weil die Welt gern ein wenig Musik hätte, leise, aus einer Richtung, die sie nicht ganz sehen kann. Du lauschst, du atmest, du sinkst ein wenig tiefer in die Decke. Irgendwo tief unter dem Deck gibt es eine kleine Bewegung, die ein Fisch sein könnte, der sich im dunklen Wasser dreht. Oder auch gar nichts. Eine einzelne Kräuselung öffnet sich nach außen und wird vom Nebel verschluckt, bevor sie den Ring aus bernsteinfarbenem Licht erreicht. Das Wasser plätschert gegen den Rumpf. Einmal, sanft. Noch einmal. Und dann beginnt der Nebel in seinem langsamen Atmen wieder dünner zu werden. Nicht ganz auf einmal, nur ein wenig. Der Ring der nächsten Laterne weitet sich um eine Handbreit. Dann noch eine. Der Mast wird wieder sichtbar und der kleine Wimpel an seiner Spitze, der sich nicht bewegt. Über dem Wimpel ein Stern. Dann 2. Dann eine sanfte Streuung. Du musst sie nicht zählen. Du musst sie nicht benennen. Sie sind einfach da, still, so wie Lampen in einem Flur brennen gelassen werden, wenn jemand seinen Weg zum Bett sucht. Aunel atmet langsam neben dir aus. Der Lotse am Steuer atmet langsam aus. Die Köchin in der Kombüse atmet langsam aus. Die Passagiere in den Korbkojen atmen langsam aus. Alle zusammen, in dem Rhythmus, der sich selbst gefunden hat. Und auch du atmest langsam aus. Die Sterne bleiben eine Weile. Dann sammelt sich der Nebel wieder, sanft, so wie eine Decke bis unter das Kinn eines Schlafenden gezogen wird. Die Sterne gehen und der bernsteinfarbene Ring schließt sich und die Bojen summen weiter. 3 tiefe Töne, 3 tiefe Töne,
3 tiefe Töne. Du bist sicher. Du bist warm. Du bist ohne Eile. Du wirst getragen. Die Fähre hat heute Nacht keinen Fahrplan. Die Fähre hat einen Kanal und eine Tide und einen Nebel und eine Reihe von Bojen und Passagiere, die schlafen und einen Lotsen, der nur zur Gesellschaft da ist und eine Köchin, die summt, ohne es zu wissen und eine kleine orangefarbene Katze, die sich irgendwo auf einem zusammengefalteten Segel eingerollt hat und ein Glas Marmelade, das in einer mit Tuch ausgelegten Kiste auskühlt und einen bernsteinfarbenen Ring aus Laternen und dich. Das ist genug. Das ist alles, was sie braucht. Die Nacht ist sehr lang und es liegt keine Eile in ihr. Irgendwo, sanft, ohne dass du genau bemerkst, wann, beginnen der Klang des Wassers und der Klang der Bojen und der Klang von Aunels langsamem Atem neben dir ineinander zu falten. Sie sind keine getrennten Klänge mehr. Sie sind ein einziger Klang. Ein langer, tiefer, treibender Klang, der weiter und weiter geht und nichts von dir verlangt. Du lässt es zu. Du lässt dich davon tragen. Du lässt deine Hände dort ruhen, wo sie zur Ruhe gekommen sind. Du lässt deine Schultern dort sinken, wo sie sich hingelegt haben. Du lässt deinen Kiefer weich werden. Du lässt deine Stirn weich werden. Du lässt die kleinen Muskeln um deine Augen weich werden. Du lässt den Raum zwischen deinen Augenbrauen sich öffnen. Die Decke ist warm. Das Deck ist weich. Die Laterne ist bernsteinfarben. Der Nebel ist nah. Die Bojen summen. Das Wasser plätschert. Plätsch, plätsch, plätsch. Der Lotse, ohne den Kopf zu wenden, ohne dass sich sein langsames Summen verändert, hebt eine Hand vom Steuerrad und legt sie kurz auf das Messing des Kompassgehäuses. Das Messing ist kühl. Die Kompassnadel bewegt sich nicht. Er legt seine Hand zurück ans Steuerrad. Das ist alles. Es ist das Einzige, was er für eine lange, lange Weile tut. Die Köchin in der gedämpften Kombüse setzt sich auf den kleinen Holzhocker beim Spülstein. Sie stützt die Ellenbogen auf die Knie. Sie lässt den Kopf ein wenig sinken. Sie schläft nicht, aber sie ist auch nicht auf irgendeine geschäftige Weise wach. Sie ist dort, wo sie sein muss. Die kleine Lampe über dem Spülstein leuchtet weiter. Irgendwo unter Deck dreht sich ein Passagier in einer Korbkoje. Das Korbgeflecht knarrt einmal, leise. Die Decke legt sich neu. Der Atem geht weiter, lang und gleichmäßig. Und du bist hier und du bist zugleich anderswo. Du bist auf dem Deck und du bist in einer Koje aus Weidengeflecht. Du bist im bernsteinfarbenen Ring und du bist im weiten, stillen Nebel dahinter. Du wirst von der Decke gehalten und du wirst von der Fähre gehalten und du wirst von der Tide gehalten und du wirst von der Nacht gehalten und nichts davon verlangt irgendetwas von dir. Du wirst nur gebeten zu atmen und das tust du bereits. Langsam, leicht, ohne Mühe. Ein und aus, ein und aus. Die Bojen summen. 3 tiefe Töne. 3 tiefe Töne. 3 tiefe Töne. Das Wasser plätschert. Das Tau knarrt. Die Laterne leuchtet. Die Decke wärmt. Aunel ist neben dir. Die Köchin ist in der Kombüse. Der Steuermann ist am Ruder. Die Reisenden schlafen. Die Katze liegt zusammengerollt auf dem gefalteten Segel. Die Marmelade kühlt aus. Die Tide hält. Die Fähre treibt. Und du treibst mit ihr. Nun geschieht eine kleine Veränderung. Ganz klein. Der bernsteinfarbene Ring scheint, könntest du ihn noch sehen, an seinen Rändern weicher zu werden. Weniger ein Ring zu werden und mehr eine Wärme. Weniger eine Wärme zu werden und mehr ein Gefühl des Gehaltenseins. Weniger ein Gefühl zu werden und mehr eine Stille. Allmählich nur noch Stille zu werden.
Die Bojen sind nun weiter weg. Oder vielleicht bist du weiter weg. Es ist schwer zu sagen und es macht nichts aus. Die 3 tiefen Töne kommen von irgendwoher. Von überall her. Aus deinem eigenen langsamen Atem. 3 tiefe Töne. 3 tiefe Töne. Das Wasser plätschert. Irgendwo. Sanft. Plätscher. Plätscher. Du musst die Geschichte nicht festhalten. Die Geschichte hält dich. Die Fähre wird durch die Nacht treiben, ob du ihr folgst oder nicht. Die Köchin wird in der Kombüse summen, ob du sie hörst oder nicht. Der Steuermann wird seine Hände am Ruder ruhen lassen, ob du ihm zusiehst oder nicht. Die Bojen werden ihre 3 tiefen Töne singen, ob du sie zählst oder nicht. Du darfst all das ohne dich weitergehen lassen. Du darfst dich fallen lassen. Die Decke ist warm. Das Deck ist weich. Die Laterne ist bernsteinfarben. Der Nebel ist nah. Aunel atmet neben dir. Langsam, gleichmäßig. Du atmest. Langsam, gleichmäßig. Es gibt nirgendwohin anzukommen. Es gibt nirgendwohin aufzubrechen. Es gibt nur das Treiben und das Bernstein und das Summen und das Plätschern des Wassers. Nur das Treiben, nur das Bernstein, nur das Summen, nur das Wasser, nur Atem, langsamer Atem. Der feine Dunst perlt auf deinen Wimpern und fällt nicht. Der Zitrusduft legt sich in deine Brust und verblasst nicht. Die Wärme der Decke verlässt dich nicht. Irgendwo knarrt das Tau. Sanft, einmal und dann lang nicht mehr. Irgendwo im Nebel singt eine der Bojen ihre 3 tiefen Töne. Und keine andere Boje antwortet, denn die anderen singen auch, alle zugleich, in einer sanften Überlagerung, die zu einem einzigen langen, tiefen Ton wird, der in der Luft hängt wie ein gehaltener Akkord. Er hängt und wird allmählich dünner und ist wieder nur Wasser. Plätscher, Plätscher, Plätscher. Du bist so warm, du bist so gehalten, du bist so ohne Eile. Wenn ein Gedanke kommt, darf er vorüberziehen. Der Nebel kann Gedanken sehr gut vortragen. Er hat heute Nacht viele davon getragen und trägt gern noch mehr. Du musst sie nicht schicken. Du musst sie nur loslassen, so wie du ein kleines Papierboot aus deinen Fingern in langsames Wasser gleiten ließest. Dort und dort und dort. Jedes treibt hinaus in den Dunst. Jedes ist fort. Und du bist leichter. Und die Decke ist wärmer. Und das Bernstein ist näher. Und die Bojen sind ferner. Und das Wasser plätschert. Plätscher. Plätscher. Der Steuermann, ohne Eile, ohne Feierlichkeit, greift hinauf und dreht den Docht der Laterne über dem Ruder ein wenig herunter. Das Licht wird weicher. Er tut dasselbe mit der nächsten Laterne an der Reling. Und der nächsten. Eine nach der anderen, die ganze Länge der Fähre entlang, wird jeder bernsteinfarbene Ring ein wenig gedämpfter, ein wenig kleiner, ein wenig mehr wie eine Kerze, die fast heruntergebrannt ist und zufrieden ist, beinahe erloschen zu sein. Die Köchin in der Kombüse bläst die kleine Lampe über dem Spülbecken aus. Die Kombüse wird dunkel und warm und still. Sie lehnt den Kopf an die hölzerne Wand. Sie schließt die Augen. Sie ist dort, wo sie sein muss. Die Katze auf dem gefalteten Segel steckt ihre Nase tiefer in den eigenen Schwanz. Die Reisenden in den weiten Kojen atmen weiter. Alle zusammen, lang und langsam und gleichmäßig. Aunel, neben dir, atmet weiter. Lang und langsam und gleichmäßig. Und du atmest weiter, lang und langsam und gleichmäßig. Die letzte Laterne wird heruntergedreht. Nur das kleinste bernsteinfarbene Glimmen bleibt, am Bug, damit die Bojen die Fähre sehen können,
während sie an ihnen vorübertreibt. Der Rest der Fähre ist dunkel und warm und still und in den Nebel eingehüllt. Du kannst das Deck nur nicht mehr sehen. Du kannst es nur fühlen. Weich, warm, haltend. Du kannst die Decke nicht sehen. Du kannst sie nur fühlen. Weich, warm, haltend. Du kannst Aunel nicht sehen. Du kannst nur fühlen, dass sie da sind. Neben dir. Atmend. Du kannst die Fähre nicht sehen. Du kannst nur fühlen, dass sie unter dir ist. Treibend, tragend. Du kannst den Nebel nicht sehen. Du bist der Nebel. Oder der Nebel ist du. Es macht nichts aus, welches. Die Bojen singen irgendwo ihre 3 tiefen Töne. Das Wasser plätschert irgendwo. 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 Schlaf jetzt. Lass die Fähre ohne dich weitertreiben. Lass die Köchin in ihrer gedämpften Kombüse ruhen. Lass den Steuermann seine Hände am Ruder ruhen lassen. Lass die Katze auf dem gefalteten Segel schlafen. Lass die Reisenden in ihren weiten Kojen atmen. Lass Aunel neben dir atmen. Lass das bernsteinfarbene Glimmen am Bug seine stille Arbeit tun. Lass die Bojen ihre 3 tiefen Töne über den Kanal summen. Lass das Wasser gegen den Rumpf plätschern. Lass all das weitergehen. Ohne dich. Für dich. Um dich. Du bist sicher. Du bist warm. Du bist ohne Eile. Du wirst getragen. Du wirst gehalten. Du wirst von dieser kleinen, stillen Welt geliebt. Und sie verlangt nicht, dass du es beweist. Oder ihr dankst. Oder ihr antwortest. Sie bittet dich nur zu ruhen. Ruhe jetzt. Ruhe. Die Decke ist warm. Das Deck ist weich. Die Laterne ist bernsteinfarben. Der Nebel ist nah. Die Bojen summen. Das Wasser plätschert. Plätscher, Plätscher, Plätscher. Schlaf, Schlaf, Schlaf. Die Fähre treibt weiter. Die Nacht hält. Die Tide hält. Der Nebel hält. Du wirst gehalten. Atem. Langsamer Atem. Langsamer, leichter Atem. Und das Bernstein wird weicher. Und das Summen wird weicher. Und das Plätschern wird weicher. Und dein Atem wird weicher. Und alles wird sanft, weicher. In Wärme hinein. In Stille hinein. In Ruhe hinein. In Schlaf hinein. Schlaf jetzt. Schlaf. Schlaf. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.